Herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zum wahrscheinlich letzten Update vor dem 10.000 Abo-Special. Und wir werden heute eine Lücke vermutlich komplett schließen. Ich weiß es natürlich noch nicht ganz sicher, aber ich möchte heute dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar geht es um diese Lücke hier vor dem Bahnhof. Nachdem wir im letzten Mal hier den ganzen Bereich bearbeitet haben und das alles geschlossen haben, möchte ich heute im besten Fall diese Lücke, die hier noch besteht, komplett schließen. Das heißt Kopfsteinpflaster, hier noch die Lücke hier hin zum Taxistand und das sollte einiges zu tun geben. Wird wahrscheinlich nicht so spannend vom Bauen her, aber wenn wir das hier schließen, macht das natürlich einen riesen Unterschied, denn dann haben wir hier vorne endlich alle Lücken geschlossen. Ja, hier vorne fehlt noch ein bisschen was, das ist eine andere Sache, aber große Lücken hier vorne geschlossen, dann bleibt nur noch da drüben der Marktplatz, was hier die Grundfläche angeht und ich glaube, das macht auch mal wieder einen riesen Unterschied, wenn wir das wahrscheinlich heute schaffen. Die ersten Arbeiten sind getan, wie ihr sehen könnt. In diesem Strang in der Mitte ist jetzt schon alles schon mal mit Kopfsteinpflaster bepflückt. Sieht aus der Entfernung jetzt schon mal ein ganzes Stück besser aus und damit ist auch dieser Strang bis hinten hin erstmal komplett innen drin fertig. Und hier in der Zwischenzone, sage ich jetzt mal, versuche ich gerade erstmal mit der Haupttechnik, mit der ich das Kopfsteinpflaster mache, also auch wie da zum Beispiel, die größten Lücken so weit wie möglich zu schließen, damit wir nicht so viel Kleinigkeiten haben, die wir mit anderen Techniken füllen müssen. Ist eine kleine Art, Friemelei. Ihr seht, es ist sehr viel zu tun. Hier sind teilweise schon ein paar Tiles und Plates drauf. Liegt daran, dass ich ja hier ursprünglich auch mal Kopfsteinpflaster, das habe ich hier rausgenommen. Wird jetzt hier gerade gleich recycelt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Es ist relativ, ich sag mal kompliziert, Schrägstrich komplex, weil es einfach so viele Rundungen hat. Wir haben halt hier die Rundung und eine ganz andere Rundung. Dann haben wir hier noch die Rundung von da und die von da. Also es ist eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall zu schaffen. Kleine Anmerkung zu einem Aspekt des letzten Videos in den Kommentaren. Manche meinten, dass man hier das Beet nicht bis zur Treppe ziehen soll. Das Problem ist, ich muss es bis zur Treppe ziehen, weil wir sonst eine sehr, sehr unschöne Lücke hier vorne bekommen. Denn durch diesen Schwung, den ich hier eingebaut habe, der geht bis davor, weil sonst funktioniert es nicht richtig, wäre hier eine ganz kleine Lücke von einer halben Plate ungefähr. Und das sieht nicht hübsch aus. Wirklich, ich habe es ausprobiert im letzten Video schon. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Beet bis dahin zu ziehen. Und ich finde, es ist eigentlich ganz okay. Es sieht hübscher aus, als wenn man da eine hässliche Lücke hätte. Aber wie gesagt, ich rede zu viel. Ich baue jetzt hier weiter und Kopfsteinpflaster ist heute das Thema. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, auf was ihr in den nächsten Wochen verzichten müsst, vermutlich nämlich auf Kopfsteinpflaster dieser Art, denn auch wenn es meiner Meinung nach ganz gut aussieht, es ist ein absoluter Albtraum, das hier zu machen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr mal, wie sich das Ganze aus lauter kleinsten Kleinteilen verbindet. Aus der Entfernung sieht es aus wie ein hübsches Kopfsteinpflaster auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch eine Sache, die ich glaube ich so noch nie in irgendeiner Stadt aus Lego gesehen habe, aber es frisst erstens unglaublich viele Steine. Und es frisst unglaublich viele Nerven. Ich habe jetzt erstmal bis hier zur Kante gemacht. Ich werde jetzt erstmal den ganzen grünen Bereich hier, denke ich, fertig machen, bevor ich mich dann zum blauen Bereich übermache. Damit einfach ich so ein bisschen, ich brauche so kleine Etappenziele, damit ich irgendwie nicht so ganz den Elan daran verliere. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir tatsächlich heute das ganze Kopfsteinpflaster hier schaffen, auch wenn es ewig dauert. Und dann haben wir hier, ich gehe nochmal ein bisschen zurück, jetzt sieht man schon ein bisschen, wie es sich zusammenfügt. Wenn da jetzt noch irgendwie ein paar Figuren draufkommen, vielleicht Fahrradfahrer etc., die haben, glaube ich, gar keinen Spaß auf dem Kopfsteinpflaster. Aber ich glaube, das macht noch einen riesen Unterschied jetzt mit der letzten Episode das Stückchen und mit der heutigen das da. Das alles zusammen, fügt einiges hier in der Brickworld zusammen. Aus diesem Blickwinkel sieht es eigentlich schon fertig aus, aber es ist noch nicht fertig. Auch wenn ich ein ganzes Stück vorangekommen bin. Ich gehe jetzt näher, ihr seht, es öffnet sich da links noch ein bisschen eine blaue Lücke. Aber hier zwischen Schiene und dem eigentlichen Bahnhof, da ist jetzt alles fertig. Ich gehe auch noch mal ein bisschen mit euch weiter runter. Dann seht ihr mal, dass da sehr, sehr viele verschiedene Bautechniken zusammenkommen. Und aus der Entfernung gibt es eben ein schönes, homogenes Bild. Und diese Schiene von der Straßenbahn passt sich da einfach sehr, sehr schön rein in das Kopfsteinpflaster. Tatsächlich ist es im Kopfsteinpflaster einfach viel, viel einfacher, auch wenn es immer noch anstrengend ist, als hier vorne eben in dem normalen Asphalt. Da muss ich auch noch ein bisschen überlegen, ob ich das nicht noch ein bisschen schöner hinbekomme. Deshalb ist hier immer noch die Lücke drin. Aber das da hinten, das gefällt mir, auch wenn es wirklich sehr, sehr viel Zeit und Nerven kostet. Aber es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen,
monoton. Auch wenn ich hier und da ein bisschen Grün eingebaut habe, das zwischen eben den Steinen wächst. Aber ich denke, dass wir da einfach noch ein paar Figuren draufstellen oder vielleicht später auch noch ein Fahrzeug. Dann wird das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen hübscher auf jeden Fall. Ich versuche tatsächlich jetzt heute noch die restlichen Lücken zu schließen. Drückt mir die Daumen, ich weiß nicht, ob es klappt. Es sieht nach gar nicht so viel aus, aber es ist tatsächlich mehr, als man denken mag. Vor allem, weil man ja auch wieder die ganzen Biegungen irgendwie hinkriegen muss. Aber ich werde es versuchen und ich bin gespannt, wie das Ganze dann später aussehen wird. Da melde ich mich nochmal mit einem Zwischenupdate hier von der Kopfsteinpflaster-Aktion. Ihr seht, es fügt sich jetzt langsam alles zusammen. Hier in der Mitte ist jetzt auch alles bis darüber fertig. Es fehlt im Prinzip noch diese Schiene mit dem Innenbereich, der ist auch relativ klein, und der blaue Bereich. Also ich bin zuversichtlich, dass wir das für dieses Update heute noch schaffen. Und wenn ich das hier fertig habe, dann bin ich aber auch froh. Es ist eine Sache, die, wie gesagt, die natürlich einen guten Effekt hat, aber ich habe dann auch erstmal genug von der ganzen Sache und würde dann gerne erstmal wieder ein paar Wochen, glaube ich, was anderes bauen, bevor wir groß mit Kopfsteinpflaster anfangen, auch wenn ja der Marktplatz immer noch danach ruft, dass er fertiggestellt werden möchte. Wie gesagt, ich mache erstmal das hier fertig und ich bin zuversichtlich. Ich bin jetzt im Prinzip fertig. Es fehlt hier hinten noch ein bisschen was, das kann ich aber heute tatsächlich nicht mehr großartig lösen, weil mir ein paar Steine inzwischen abhanden gekommen sind, denn wie ihr euch vorstellen könnt, das alles, was ich hier heute jetzt gemacht habe mit euch zusammen, hat natürlich Unmengen an Steinen, Tiles und Plates und Unterbau und was auch immer gekostet. Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Das Kopfsteinpflaster hier vor dem Bahnhof ist im Prinzip fertig, die kleinen Stückchen, das macht man demnächst noch, aber man sieht das jetzt eh nicht in der großen Totalen. Und ich denke, dass das Update zusammen mit dem letzten Update hier wirklich einiges herausgerissen hat, was auch die Gesamtansicht der ganzen Brickworld angeht. Wenn wir dann jetzt noch überlegen, dass dann das Bahnhofsgebäude dann weiter nach oben wächst, dann wird es noch eine ganz schöne Geschichte auf jeden Fall. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde jetzt hier, glaube ich, einfach noch ein paar Figuren hinstellen, damit es nicht komplett leer aussieht. Einfach hier, dass jemand hier entlang läuft oder hier entlang läuft, damit die ganze Straße nicht komplett leer aussieht. Ist vielleicht langfristig gesehen nicht unbedingt das Beste, weil vielleicht da jetzt nicht unbedingt Leute darauf rumlaufen sollten oder können oder machen. Aber wir machen es jetzt einfach mal und schauen, wie das Ganze dann aussieht. Das wäre unser Endergebnis für heute. Ich kann übrigens gerade sagen, dass ich inzwischen heute beim Baumarkt endlich war und auch die Bretter geholt habe, die noch brauchen für das 10.000 Abo-Special, um eben dann hier unten die nächste Etage reinzuziehen, die obere Etage der U-Bahn-Anlage. Es wird sehr interessant werden. Mal schauen, wann wir endlich dazu kommen, das auch wirklich umzusetzen. Aber das 10.000 Abo-Special ist in greifbarer Nähe. Vielleicht ist es das nächste Video, vielleicht das übernächste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen einfach mal schauen. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar Figuren hinzugesetzt, nämlich 4 Stück. Wir haben hier diesen Herrn mit der schicken Frisur und seinen 2 Koffern, der gerade hier vorläuft. Hier haben wir einen Flugzeugkapitän, der vielleicht hier gerade ganz dringend ein Taxi braucht. Hier haben wir noch einen Herrn, der einfach hier vorläuft, weil warum auch immer er einfach auf der Straße läuft. Und hier noch eine Dame mit Fahrrad, die einfach jetzt hier reinfährt. Das bringt jetzt noch ein bisschen kleines Leben hier rein, einfach damit die Fläche hier nicht ganz leer aussieht. Und wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen zurückgehen, muss man sagen, es macht wirklich einen Unterschied aus, wenn man sich so anschaut, wie das Ganze aussah vor 2 Episoden und jetzt, dass dieser ganze Bereich jetzt fertig ist. Ich muss natürlich doch noch ein bisschen Kopfsteinpflaster machen. Wie gesagt, hier fehlt noch ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen ist es fertig und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist eine Sache, die man, glaube ich, so eher selten in anderen Lego-Städten sieht. Und wenn dieser kleine Schandfleck da hinten auch noch weg ist, ich halte jetzt einfach mal die Hand drüber, dann haben wir hier vorne, glaube ich, in der Brickworld einiges erreicht. Schreibt mir wie immer gerne Kommentare, was ihr denkt, eure Kommentare etc. Wie immer laufen ja immer in das Projekt ein. Es sind ja sehr viele Sachen entstanden, nur weil ihr es kommentiert habt. Die ganze Straßenbahn ist überhaupt nur da, weil das mal ein Thema war in den Kommentaren. Das war ja ursprünglich nie so geplant und jetzt ist es ein relativ großer Aspekt geworden aus der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, eure Kommentare werden erhöht. Auf jeden Fall, soweit es möglich ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal im 10.000 Abo-Special. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind wir heute ein ganzes Stück weitergekommen, was hier das Thema Brickworld angeht. Und wir müssen demnächst hier noch ein bisschen beleuchten, ein paar Details anpassen und dann ist der Bereich hier wirklich fertig. Und dann mache ich auch 3 Kreuze. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Ich sage dann nur noch Tschüss.